Hallo und willkommen zu diesem Video. Ich habe hier das P40 Pro und möchte heute zeigen, wie man die Google-Dienste installiert. In einem Video habe ich bereits gezeigt, wie ihr von der neuesten Emotion UI downgraden könnt auf diese 131er Firmware, damit ihr die Google-Dienste installieren könnt. Google hat in den letzten Monaten natürlich wieder einiges geändert und einige Tutorials, in denen das gezeigt wurde, wie die Google-Dienste installiert werden, funktionieren nicht mehr, weil die Dateien zum Beispiel veraltet sind. Google aktualisiert ja beinahe täglich einige Dinge und die Dateien oder die Leute, die Dateien für uns modifizieren, damit wir Google auf Huawei nutzen können, die kommen dann teilweise überhaupt nicht hinterher mit der Modifikation der neuen Dateien. Deshalb habe ich jetzt mal ein neues Tutorial gemacht, weil ich einen Weg gefunden habe, der im Moment funktioniert, sodass die Google-Dienste installiert sind und auch keine Fehlermeldung kommt. Allerdings funktioniert dann erstmal kein Push. Da muss ich dann mal schauen, ob ich das später auch noch hinbekomme, ohne das Framework einzufrieren. Ich möchte gern die Sache so installiert haben, dass alles funktioniert wie auf einem richtigen Handy, was für Google freigegeben ist, ohne da irgendetwas einfrieren zu müssen oder dergleichen. Ja, also ihr seht, ich habe hier die 131er Firmware drauf und jetzt legen wir mal los. Ich habe die benötigten Dateien bereits heruntergeladen. Ihr könnt die in dem Link der Videobeschreibung entnehmen. Wenn ihr auf diese Firmware gedowngradet habt, dann werdet ihr festgestellt haben, ich habe das auch in dem Video gesagt, dass keine USB-Verbindung geht. Deshalb müsst ihr die Sachen halt runterladen. Ihr habt ja hier den Onboard-Browser, dann müsst ihr eben halt die Internetadresse zu der Datei, den kurzen Link abtippen und die Datei runterladen. Ich habe das jetzt hier einmal gemacht. Ich habe keine eigenen Dateien, die ich modifiziert habe, sondern ich habe welche gefunden, die funktionieren. Und das ist von einem ausländischen Video. Der Kanal heißt Systemhacks und von dem habe ich quasi diese Anleitung, wie das geht, wie man die Dateien verwendet. Und er hat auch quasi diese diese ZIP-Datei mit den modifizierten und benötigten Dateien verlinkt. Wenn wir die jetzt entpacken wollen, halten wir hier einfach einen Finger drauf, sagen mehr und dann extrahieren in. Jetzt sagen wir hier einfach aktueller Speicherort. Wenn das bei euch nicht so aussieht, dann habt ihr die Dateien-App oder die Cloud-App ist das, glaube ich, noch nicht aktualisiert. Also die App-Galerie schlägt euch vor, dass ihr HMS Core und die Cloud-App aktualisiert. Das habe ich gemacht, deswegen sieht das jetzt so aus. Vielleicht solltet ihr das dann auch noch eben machen. Jetzt dauert das hier ein paar Sekunden und wir befinden uns jetzt hier in dem Ordner, wo die Dateien sind. Hier diesen Backup-Ordner, den nehmen wir sofort. Jetzt taucht das hier unten das Menü nicht auf. Ich tippe jetzt einfach hier, wo mehr steht. Jetzt können wir hier sagen, kopieren. Gehen dorthin, wo der hin soll, und zwar auf der obersten Ebene, also auf Telefon und dann in den Huawei-Ordner. Das war nämlich eines der Hauptprobleme, warum bei einigen Leuten die Installation der Google-Dienste in meinen alten Videos nicht funktioniert hat, weil die an der Stelle, wo man das Backup wiederherstellt, hängen geblieben sind. Die haben den Backup-Ordner wahrscheinlich irgendwo hinkopiert, wo er nicht hingehört. Der gehört, hier oben steht ja, wo wir uns jetzt befinden, die Ordnerstruktur. Und dieser Backup-Ordner gehört hier auf die Ebene Telefon in den Huawei-Ordner. Jetzt steht es hier nochmal, Telefon, Huawei. Und da gehört der Backup-Ordner rein. Wenn ihr den Backup-Ordner kopiert, wird der Inhalt automatisch mitkopiert. Ihr seht ja, da steht eine 1, ist eine Datei drin oder ein Ordner. Und wenn ihr den dorthin kopiert und ihr startet das Backup, diese App,
dann wird auch sofort dieses Backup gefunden und also im internen Speicher. Ich zeige euch gleich nochmal, wovon ich spreche. Zunächst müssen wir jetzt erst einmal, das kennen einige von euch schon, bei Apps reingehen und die Datensicherung deinstallieren. Wir aktivieren hier einfach die Systemprozesse, geben dann hier DAT ein, dann haben wir hier Datensicherung. Hier sagen wir einfach stoppen und deinstallieren. Jetzt können wir hier wieder raus. Wenn wir schon einmal hier sind, stellen wir Datum und Uhrzeit, das ist bei System und Aktualisierung drin. Datum und Uhrzeit gehen wir rein, schalten wir hier die Automatik aus und stellen hier das Jahr auf 2019. Jetzt können wir hier komplett rausgehen, gehen wieder bei Dateien rein, in den Download-Ordner und hier können wir jetzt bei Apps das Backup installieren, welches benötigt wird, um das Backup wiederherzustellen. So, ich mache hier immer 2 Haken, dann kommt diese Frage nicht jedes Mal. Jetzt sagen wir installieren, fertig. Jetzt können wir hier erstmal wieder rausgehen in Einstellungen, System und Aktualisierung. Jetzt gehen wir hier bei Sichern und Wiederherstellen rein und dann auf Datensicherung. Weiter zustimmen. Und jetzt kommen wir zu dem Problem. Wenn ihr den Backup-Ordner an die falsche Stelle kopiert habt, dann kommt hier oben im 3-Punkte-Menü nicht dieser Menüpunkt vom internen Speicher wiederherstellen. Dieser Menüpunkt ist nur da, wenn die App im internen Speicher ein wiederherstellbares Backup findet. Und das, denke ich, war eines der Probleme, dass die Leute den Ordner an die falsche Stelle kopiert haben. Also wir sagen jetzt hier vom internen Speicher wiederherstellen. Das ist jetzt hier dieses Backup. Das ist wie immer Passwort geschützt. Meistens bei Passworttipp steht ja, wie das Passwort heißt. Das ist jetzt hier in dem Fall Systemhex 13. So. Ich habe das jetzt nicht verändert oder so, weil er hat sich ja die Arbeit gemacht. Ich habe das nur auf einen eigenen Speicher gelegt, weil das war von Mediafire und das ist mal mehr oder weniger zuverlässig. Manchmal ist es auch total langsam. Deswegen habe ich es bei HiDrive hochgeladen. Das ist immer sehr flott, keine Werbung und dergleichen. So, jetzt haben wir das Backup wieder hergestellt, gehen wir hier wieder raus und wir starten diese allseits bekannte China-App, das blaue G. Hier drücken wir jetzt einfach aktivieren und dann auf Zulassen. Jetzt drücken wir hier den blauen Button und können hier rausgehen. Das war's schon. Jetzt gehen wir wieder bei Einstellungen rein und stellen die Uhrzeit wieder zurück auf Auto. Da brauchen wir die Jahreszahl nicht einstellen, einfach Auto machen. Das macht er dann automatisch. Und jetzt geht das los mit der Installation der Dateien. Wir fangen hier ganz normal an mit dem modifizierten Micro-G von Eloy Gomez TV. Öffnen. Jetzt kommt hier diese bekannte Sache, dass man sagt, einloggen, das geht wieder weg. Sagt man nochmal einloggen, das ist auch bekannt. Das ist normal. Und hier geben wir jetzt quasi unsere Zugangsdaten ein. Zwei-Faktor haben wir auch noch. Zustimmen. Also bis hierhin klappt es eigentlich immer ganz gut. Jetzt können wir diese App verlassen und gehen wieder in den Dateimanager. So, jetzt beginnen wir ganz normal mit der Dateiinstallation, indem wir die ersten Dateien installieren, und zwar bis GPS 1. Ich denke mal, das soll Google Play Store heißen oder ne, Google Play Services, genau. Okay, fangen wir mal an. Das geht ja relativ schnell. So, die nächste. Kontakte.
das Framework. Bevor wir jetzt die Services installieren können, müssen wir das Micro-G deinstallieren. Bevor wir das machen, gehen wir allerdings mal bei Einstellungen rein, Konten und aktivieren hier die Synchronisierung. Das ist zwar fehlerhaft, also da steht Fehler, aber das ist egal. Das müssen wir machen. Jetzt können wir Micro-G deinstallieren und die Services installieren. So, jetzt gehen wir nochmal bei Einstellungen und Konten rein. Jetzt haben wir hier mehr Sachen. Bei einigen klappt die Synchronisierung, bei den Kontakten nicht. Öffnen wir mal den Play Store. Jetzt kommen die bekannten Meldungen. Aber der Play Store funktioniert jetzt erstmal. Gehen wir da wieder raus. Wenn ihr hier eine Fehlermeldung bekommt beim Play Store, dann müsst ihr immer wieder versuchen, bis er irgendwann mal funktioniert. Jetzt gehen wir bei Einstellungen rein. Und zwar Apps. Nochmal Apps, dann auf die 3 Punkte Systemprozesse anzeigen lassen. Geben wir hier oben mal GOO ein und Enter, dann haben wir alle Google-Prozesse. Jetzt stoppen wir den Account Manager und löschen dessen Daten. Darauf achten, dass der auch ausbleibt. Das gleiche machen wir beim Play Store. Und beim Framework. Jetzt machen wir einen Neustart. Nach dem Neustart gehen wir sofort in den Dateimanager wieder rein, zu dem Ordner, wo wir den Download gespeichert haben und installieren hier direkt das zweite Google Play Services Paket. Die Installation der Google Play Dienste dauert immer relativ lange. An der Stelle möchte ich euch sagen, wenn irgendetwas zu schnell geht, drückt einfach Pause an der Stelle und drückt dann wieder Play, wenn ihr soweit seid. So, fertig. Gehen wir hier wieder raus, bei Einstellungen rein, Apps, nochmal Apps, Systemprozesse anzeigen, hier im 3-Punkte-Menü, GOO Enter. Account Manager, den stoppen wir wieder und Daten löschen. Das gleiche machen wir wieder beim Play Store. Und das gleiche machen wir wieder beim Framework. Jetzt kommt der nächste Neustart. Weiter geht's jetzt mit Einstellungen, Apps, 3 Punkte, Systemprozesse anzeigen, GOO Enter. Jetzt gehen wir bei den Google Play Diensten rein, stoppen die, sagen Speicher verwalten, alle Daten löschen, gehen da raus, gehen bei Dateien rein, wo wir den Download gespeichert haben. Und installieren die letzte Google Play Services APK.
So, jetzt wollen wir mal schauen, ob der Play Store funktioniert. Play Store funktioniert und es kommt keine Fehlermeldung. Ihr könnt nun schauen, ob Push angemeldet ist, indem ihr beim Telefon reingeht. Dann drückt ihr Stern, Raute, 426, Raute, Stern. Und dann steht da Not Connected. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das schon mal nach ein paar Stunden ändert. Dass er dann connected ist, ohne dass man irgendwas gemacht hat. Oder vielleicht passiert das auch nach ein paar Neustarts. Manchmal passiert es auch gar nicht. Da müsst ihr das erstmal dann beobachten. Soweit funktioniert das jetzt erstmal ohne Fehlermeldung. Wenn ihr jetzt irgendwelche Versuche unternehmt, die Push-Benachrichtigungen hinzubekommen, indem ihr erneut vom Framework zum Beispiel Datenlöschen macht oder so, dann führt das wieder zu der Google Play Fehlermeldung. Wie gesagt, wenn ich weiß, wie man die Push-Benachrichtigungen hinbekommt, ohne diese blöden Fehlermeldungen und ohne irgendetwas einfrieren zu müssen, dann lasse ich es euch wissen. Bis dahin kann man ja erstmal alles nutzen hier. Ich wünsche euch viel Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.